Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin Richie, Software Quality Coach, Keynote Speaker und Podcaster. Bei mir heute zu Gast ist Florian Wartenberg und er testet etwas ganz Besonderes. Er testet nämlich Windturbinen. Genau, also die Dinge, die da so an der Autobahn rumstehen oder Offshore-Anlagen oder sonstige Windräder, die da so in der Gegend rumstehen, die testet er und da besonders natürlich die Software, aber auch die Integration mit Sensoren und der ganzen Hardware. Dass das nicht so trivial ist, kann man sich vorstellen und was alles zu beachten ist, welche Herausforderungen es gibt und ob überhaupt alles getestet werden kann, das erzählt er uns heute in der Folge. Und eine Bitte habe ich noch. Der Podcast dreht Woche für Woche hier seine Runden, schallt dir um die Ohren und beglückt dich vielleicht auf YouTube. Und du würdest mir eine unfassbare Freude machen, wenn du auf einer Plattform deiner Wahl, zum Beispiel Apple oder Spotify oder YouTube, ein paar Sternchen hinterlässt, ein Like gibst, damit ich weiß, dass dir die Folgen auch gefallen und du mit dem Inhalt was anfangen kannst. Ich danke dir schön und wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Florian, schön, dass du da bist. Hallo Richard, schön, dass ich da sein darf. Ja, es freut mich total. Du hast mich ja proaktiv angeschrieben, auf LinkedIn, glaube ich, war es, und hast gesagt, du, ich hätte da ein spannendes Thema. Lass uns da mal drüber sprechen. Und wir haben im Vorgespräch dann so ein bisschen schon reingeschaut und ich fand es also für mich eine ganz neue Welt aufgemacht. Und zwar ist es primär das Testobjekt, das du betestest sozusagen. Etwas ganz Besonderes ist nämlich, es geht um Windturbinen. Ganz genau. Das ist natürlich, total spannend, weil ich mir da kann man gar nicht vorstellen, wie man da sowas testet und was man da so alles beachten muss. Drum, ja, freue ich mich, dass wir uns da heute mal so ein bisschen, dazu austauschen. Und ja, ich würde auch sagen, wir steigen da gleich auch, rein. Also, warum und was muss ich denn da eigentlich so testen? Ja, also ich würde sagen, erstmal ist das Objekt natürlich, ähm, nicht so viel anders als auch oder der Herangehensweise nicht so viel anders als bei anderen Gegenständen, die man so kennt, speziell bei cyberphysischen Systemen, 'n Auto oder anderen Systemen, die ähnliche Komplexität besitzen. Aber dann gibt's eben doch ein paar Knackpunkte, die sehr speziell sind, wie eben die Abhängigkeit von Wetterbedingungen zum Beispiel, die relativ schwierig zu simulieren sind und die natürlich auch nicht provoziert werden können. Dementsprechend, ist da natürlich eine große Abhängigkeit und eine große Unsicherheit. Ich sage mal so, wir haben das Glück, dass wir eine sehr große Flotte besitzen und auch, viele, ähm, Agreements und Partner haben, die uns sozusagen ein bisschen mit ihren Kundenturbinen ein paar Sachen machen lassen, die sonst nicht ohne Weiteres möglich wären im Labor oder im Simulator. Mhm, okay, das heißt, also ihr testet dann auch wirklich im Feld draußen, also in der freien Wildbahn sozusagen. Ja, ganz genau. Wir haben natürlich Onshore und Offshore, Turbinen. Wir versuchen natürlich, so viel wie möglich, onshore zu machen, weil offshore, wenn da doch mal was schiefgehen sollte, ist natürlich dann, die Downtime relativ, hoch und natürlich sind die Turbinen auch ein bisschen größer, die da am Wasser stehen. Dementsprechend, ist da ein größeres Risiko und dementsprechend sind wir da ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Bevor wir dann mal auf diese ganzen Spezialitäten eingehen, wie sieht denn so bei euch so generell der Ablauf aus, ne? Also, sagen wir so von der Integration auch der Komponenten und wie ihr da testet. Wie baut ihr denn das auf? Ja, also das ist so aufgebaut, dass wir natürlich, die verschiedenen Bestandteile aus, mechanischen Bausteinen und Hardware-Bausteinen und natürlich auch, wo ich ja mit beschäftigt bin und worum es ja auch hauptsächlich in deinem Podcast geht, Software. Ähm, es gibt die verschiedenen Module die dann zusammengesetzt werden, nach und nach und natürlich, stückweise miteinander integriert werden. Es gibt dann sozusagen man guckt da mehr modular drauf. Das heißt, wenn wir uns jetzt zum Beispiel das, Pitching-System für die Blades anschauen, dann ist das sozusagen als ein Subsystem betrachtet und man würde dann auch sozusagen alle,
Submodule, die da mit reinspielen, separat testen, dann im Labor in Simulation in the Loop oder Model in the Loop oder auch Hardware in the Loop und, natürlich auch die ein oder andere Sache im Feld. Und, auf Systemebene ist da, sage ich mal, dann, ist es mehr ein kompletter Feldtest, wenn 'n Prototyp gebaut wurde oder in Produktion ist. Und sozusagen gibt's dann, die verschiedenen, ich sage jetzt mal, Eigentümer der Module, die sind dafür abhängig davon ab natürlich zuständig, die Requirements zu schreiben, die Partner zu suchen, die Produktion, natürlich in Auftrag zu geben. Und natürlich sind da sehr viele Interfaces und sehr viele, Knackpunkte, die da auch in der Integration schiefgehen können. Und natürlich ist es auch da, wenn mal was schiefgeht, das ist meistens dann auch natürlich da, wo große Interaktion mit anderen Moduleinheiten, passiert. Und, da gibt es sicherlich auch noch großes Verbesserungspotenzial, nicht nur bei uns oder generell in der Industrie, denke ich. Mhm. Also, es ist habe ich richtig verstanden, es ist also sehr modular aufgebaut, das Ganze. Du hast jetzt erwähnt, Pitching der Blades, also, wenn ich das jetzt so mal frei übersetze, da geht es irgendwie um die Einstellung der Rotorblätter dann, nehme ich an, oder so? Korrekt, natürlich. Das hast du ganz ganz richtig übersetzt. Ähm, die Desto modularer du bist, desto besser kannst du dich auch, sage ich mal, an die, Wetterbedingungen, an die Kundenwünsche und auch an die Regularien anpassen. Mhm. Wenn man jetzt für jeden, ich sage mal so, Varianten und Konfigurationsvielfalt, die ist vergleichbar mit dem in der Autoindustrie. Wenn wir nicht dem Ganzen Herr werden mit Modularität, und dann wäre es gar nicht möglich, sozusagen, wenn wir jedes Mal eine neue komplette Turbine bauen müssten, das wäre absolut, unmöglich. Und natürlich gibt es auch verschiedene Größen der Turbinen, ne? Also, je nachdem, wie viel die produzieren. Die kleineren sind natürlich jetzt auch schon ein bisschen die älteren Turbinen, und die neueren produzieren ein bisschen mehr, sind ein bisschen größer. Mhm. Und, da gibt es natürlich auch große Herausforderungen für die Qualitätssicherung und den Test, bezüglich, Variantenvielfalt und Konfigurationsvielfalt. Und, so weit sind wir jetzt noch nicht, aber Ambitionen sind natürlich auch, in der Zukunft zum Beispiel, mehr in Richtung Performance Steps zu gehen, zu sagen: „Wir verbessern nur jetzt eine spezielle 'n Teil in der Turbine für unsere Kunden, anstatt den 'ne komplett neue zu bauen.“ Ja. Zum Beispiel eine neue Gearbox oder eine neue Verbesserung im Tower oder, 'ne komplette Kontrolleinheit, Hardware, die ausgetauscht wird. Sozusagen, desto modularer man ist, und dann kann man dementsprechend auch die Sachen besser, verbessern und einzeln, upgraden. Da sind wir aber noch nicht komplett. Also, wir sind natürlich nach wie vor auch oftmals Komplettprojekte, Komplettturbinen, die neue Prototypen, die gebaut werden, und das sind mehr, sage ich mal, Ambitionen, in die Richtung, in die man geht. Und, das ist, glaube ich, natürlich in der Industrie, würde ich sagen, ist man leider nicht oftmals 'n Vorreiter, sondern man orientiert sich oft an anderen Industrien und hinkt 'n bisschen hinterher, würde ich sagen. Mhm, okay, verstehe. Jetzt, habt ihr ja diese kleinen Module, so hast du auch gesagt, diese Steuerung zum Beispiel, diese Einstellung von diesen Rotorblättern. Und da läuft dann quasi eine Software mit dazu, eine Firmware oder irgendeine Steuersoftware, die sich dann nur darum kümmert, und quasi, interagiert mit den anderen Komponenten über irgendeinen Schnittstellenbus oder sonst irgendetwas? Ja, also es gibt natürlich verschiedene Herangehensweisen. Also, wir haben's so, dass, n jede dieser Steuerungseinheiten hat, seinen eigenen Teil in der Software. Die Software an sich ist aber nicht aufgesplittet. Es gibt ein Kontrollsystem, was sozusagen alle Einheiten steuert in der gesamten Turbine. Und, das gibt sozusagen, diesen Control Nodes, die sind gedoppelt. Die stehen einmal unten im Tower und oben in der Turbine und, sorgen dafür sozusagen, dass dann alle Steuerungen, von der Software vorgenommen werden, und können so natürlich auch problemlos miteinander kommunizieren, weil sie an einem Controller laufen. Das Einzige, was ein bisschen abgekoppelt ist, in seinem eigenen Controller läuft, ist die Software, die für das Safety-Modul zuständig ist. Es gibt natürlich auch, gewisses Safety Integrity Level in der Turbine.
Glücklicherweise nur SIL 2, nicht SIL 3, wie zum Beispiel in der Bahnindustrie oder anderen. Dementsprechend sind da die Anforderungen ein bisschen geringer. Das läuft in seinem eigenen Controller, aber im gleichen Steuerungskasten, kann man sagen. Und, der Rest ist sozusagen in einer, Software zusammen, aber da sozusagen modular aufgespalten, sodass du hast ein Team, was jetzt, wenn wir zurück zu dem Beispiel gehen, für das, Pitching der Blades zuständig ist und da mit dem Hardware-Team und dem Mechanik-Team sozusagen an den Requirements und auch an der Softwareimplementierung arbeiten würde, als, ja, Scrum-Team. Aber trotzdem eben am Ende ist es eine Software, die zusammengesetzt wird und deployed wird. Okay. Ich stelle mir das relativ komplex vor, auch von dieser ganzen Modularität. Jetzt nicht nur, dass das Software verschiedene Steuerteile in dieser Software sind, da gehört ja auch immer so ein Drum Hardware noch dazu, wo du sagst, da muss ja Anforderungen abgestimmt werden und so was. Wie könnt ihr denn in frühen Phasen irgendwie die Qualität da sicherstellen? Was habt ihr denn dafür für Methoden oder für Herangehensweisen, einfach auch schon früh irgendwas zu testen? Wenn jetzt vielleicht noch gar kein Drum da ist, dass das gesteuert werden kann. Ja. Ähm, Wir haben, einen, würde ich sagen, sehr, sehr, guten Hardware-Simulator, der sozusagen in unserem Softwareteam, tagtäglich benutzt wird. Und, dementsprechend wird auch, sage ich mal, die Hardware relativ selten, wenn man sie einmal festgeschrieben hat, angefasst, weil diese sozusagen die Implikationen sind sehr, sehr groß. Und auch bei uns ist es so, dass wie in der Autoindustrie, dass es sozusagen die Hardware meistens zuerst da ist, bevor die Software kommt und auch meistens so ein bisschen der Driver ist nach wie vor. Man möchte natürlich gerne mehr in so 'n dass die Software mehr Treiber wird, aber so ist es nach wie vor nicht. Die Mechanik und die Hardware kommt zuerst und bestimmt meistens auch die Richtung, der Implementierung. Die Software muss sich dann danach richten und schauen, wie es dann wird. Dementsprechend ist das meistens dann schon relativ fest, bevor wir sozusagen anfangen, unsere Software wirklich zu implementieren und haben da aber dadurch die Möglichkeit, dass wir einen relativ guten Simulator, der die Hardware uns abbildet und sage ich mal, Wetterbedingungen und Sensorik, gut simuliert und können dementsprechend unsere Software gut, am Anfang auch schon auf mehreren, Layern, verifizieren. Mhm. Ah, verstehe. Und, also, jetzt ist ja vielleicht also, wenn man so Windräder sieht und man fährt irgendwo auf der Autobahn, denkt man: „Ja, der dreht sich“, ne? Manche stehen und da oben blinkt noch eine Lampe. So, aber das ist ja nicht alles. Also, du hast schon ein paar Sachen gesagt. Was kann denn eigentlich was muss denn da alles so beachtet werden? Was sind denn so Funktionen, die so ein Windrad auch hat oder die man da auch bedenken muss? Ja, ich versuche jetzt mal nicht ganz zu sehr in Fachsprache und Details zu gehen, sodass es auch für jeden verständlich ist. Also, es fängt damit an, dass ja viele zum Beispiel gar nicht wissen, dass sich die, Windräder ja nach der Windrichtung ausrichten. Also, die meisten würden denken, die sind einfach so wie sie dastehen, stehen sie immer da. Aber wenn du am gleichen Windrad fährst jeden Tag, was bei mir zum Beispiel der Fall ist, dann die drehen sich immer in 'ne andere Richtung, weil sie der Windrichtung Richtung folgen. Das heißt, du musst dir vorstellen, das Häuschen, was oben drauf sitzt, wo die Klingen dran hängen, das dreht sich immer abhängig vom Wind, weil du möchtest immer, dass natürlich deine Windturbine upwind, also im direkt da, wo der Wind herkommt, ausgerichtet ist. Dann dementsprechend, möchtest du natürlich deine Blades, wie ich vorhin schon gesagt habe, ausrichten können, dass du natürlich, ähm, je nachdem, wie stark der Wind, weht und, welche, äh, Lasten du gerade hast durch den Wind. Es geht ja auch natürlich um Sicherheit und um die Produktion, dass du dich danach ein bisschen ausrichten kannst, weil dementsprechend kannst du regulieren, wie viel, Strom produziert wird. Und dann hast du natürlich, im Häuschen, sage ich mal, oben hast du relativ viel. Du hast den Generator, da gibt's verschiedene Bauweisen, ja. Es gibt Direct Drive, wie wir es zum Beispiel nicht haben und wir haben 'ne mechanische Gearbox nach wie vor, und dementsprechend, da gibt's natürlich auch noch viele, viele Sachen, die beachtet werden müssen für die Stromproduktion. Dann hast du den Konverter, der natürlich auch dementsprechend relativ viel Platz einnimmt und relativ wichtig ist für die Stromproduktion. Und dann hast du die ganzen Verbindungen zur Powerplant.
Wir haben natürlich auch, sozusagen die Powerplant ist natürlich auch ein Teil unseres Gesamtkonstruktes. Wenn du auf eine einzelne Turbine guckst, dann meistens eher nicht, aber ein ganzer Windpark, der ist natürlich dann auch mit 'ner Powerplant verbunden, die dementsprechend auch dann das, ins Netz einspeist. Und dann, haben wir natürlich noch viele verschiedene kleinere Details. Speziell für die Offshore-Turbinen ist ein sehr großes, Power-Backup-System installiert. Dementsprechend, ähm, sehr viele Batterien, sehr viel Komplexität dazu, weil sozusagen diese diese Systeme natürlich, relativ, schwer wartbar sind, auch, oftmals, sehr viel Zeit, beansprucht werden muss, um überhaupt da rauszukommen mit dem Helikopter. In Deutschland zum Beispiel gibt's ja auch Anforderungen, wenn so und so welche Wetterbedingungen sind, darfst du gar nicht da raus. So, das kann auch mal sein, dass so eine Turbine relativ lange dann stillgelegt ist. Und dann haben wir natürlich diese neuerdings, was früher nicht der Fall war, wir haben diese ganzen natürlich Kommunikationssachen dazu. Die sind natürlich mit dem Internet verbunden. Die neuen Offshore-Turbinen, die haben zum Beispiel Starlink und, da gibt es natürlich auch relativ viel Komplexität, was dazugekommen ist hinsichtlich Kommunikation und Monitoring. Wir müssen natürlich auch viele Sachen überwachen. Es gibt extrem viele Sensoren in so 'ner Windturbine, ja. Nicht nur Windsensoren, aber auch Vibrationssensoren, Schocksensoren. Es gibt extrem viel, Temperatursensoren natürlich. Es gibt, Smoke Detection System, Fire Suppression System. Es gibt extrem viele Subsysteme in so 'ner Windturbine. Wenn ich mich nicht jetzt irre, ich glaube, in der Software, die wir jetzt grade haben, sind's, glaube ich, 164, Subsysteme, die wir, implementieren. Und, dementsprechend ist da natürlich auch viel Integrationsaufwand und, ähm, ja, Platz für Fehler. Ja, ja, also das kann ich mir total gut vorstellen. Also, ist erstaunlich, das ist 160 Dinge und so viele Sensoren, die liefern ja auch also die liefern ja ihre Daten und da muss ja irgendwas passieren damit und da gibt's natürlich auch irgendwo Abhängigkeiten. Und, du hast ja schon auch in der Vorbereitung vorher auch gesagt, na, ein ganz schwieriger Faktor zum Testen ist ja das Wetter. Also, weil das einfach das ist jetzt im Testlabor ein bisschen schwierig, ne, jetzt mit der Gießkanne überm Ding stehen, aber oder ein bisschen pusten. Aber, also, das ist natürlich nie das Ding. Was sind denn so typische Szenarien? Was muss denn passieren, wenn jetzt zum Beispiel ein Gewitter ist oder wenn, irgendwie Luftdruckänderungen sind oder Sonstiges? Was macht so eine Turbine dann und wie testet ihr das dann eigentlich? Ja, also, es gibt natürlich auch in dieser Welt, sehr viele verschiedene Regularien, ja? Zum Beispiel, du hast vorhin dieses Blinklicht angesprochen, ja? Dementsprechend hast du in ganz vielen Ländern hast du ganz verschiedene Anforderungen, Regularien, wie das zu handhaben ist. Zum Beispiel in Deutschland muss es immer an sein, muss es in Dänemark nicht. Ja, okay. So, ähm, und, genauso ist es auch mit einem, sage ich mal, sehr wichtigen Beispiel, zum Beispiel dem Blitzableitersystem. Das Blitzableitersystem ist auch komplett verschieden anforderungsmäßig von Land zu Land. Das beste Beispiel dafür ist Japan. In Japan ist es so, sobald der Blitz einschlägt, muss die Turbine stoppen. Auch wenn gar nichts passiert ist, muss stoppen. Ist in Deutschland nicht der Fall. Aber in Japan ist das der Fall und dementsprechend ist da natürlich auch extremer Fokus drauf, dass dieses System korrekt funktioniert, weil wir wollen natürlich nicht irgendwie uns, Regularien widersetzen. Dementsprechend, ähm, äh, zufälligerweise ist es auch so, dass tatsächlich dort in der Region der Blitz 'n bisschen öfter einschlägt. Dementsprechend haben wir da auch, Partner, die uns dementsprechend auch da Zugriff auf ein bisschen mehr Freiheit lassen, um ein paar Sachen zu testen. Aber im Endeffekt ist es so, dass wir, ähm, existierende Turbinen sozusagen die Daten auswerten, mit dem Verhalten, was dort passiert. Wir haben eine sehr große Flotte, wie ich gesagt habe, und wir haben, glücklicherweise Zugriff auf fast Daten von fast allen Turbinen. Und dementsprechend ist es natürlich, 'nen sehr viel, Möglichkeiten, die Daten auszulesen und daraus natürlich, dann Verbesserungen oder Fehler abzuleiten und dementsprechend auch zu testen und zu sehen, wie die Performance ist.
Mhm. Das heißt, ihr nutzt also Dementsprechend die Daten auch massiv, um das zu optimieren, um diese Sachen, die genau. man einfach nicht nachstellen kann, dann einfach aus der Praxis auch zu ziehen und dann besser zu machen, ne? Genau, dieses ganze Data Analytics, Data Science Topic ist bei uns, extrem groß. Wir haben 'n extra, großes super großes Team, wo an die 100 Leute nichts mit anderen Sachen sich beschäftigen, als nur Daten auszuwerten und die dementsprechend den ganzen R&D, ähm, Kontext, sozusagen weiterzugeben und, Data Pipelines zu bauen, automatisch Algorithmen zu deployen, die Daten auszuwerten und dementsprechend auch natürlich, Predictive Maintenance und verschiedene andere Sachen sind dementsprechend natürlich Serviceability, Cost Driver und es gibt so viel Daten, die ausgewertet werden, die, glaube ich, auch wir noch sind noch nicht mal ein Bruchteil der Daten, die wir eigentlich nutzen könnten. Dementsprechend ist da ähm sehr viel Geld und sehr viel, Personal fließt da rein momentan, weil da momentan natürlich, sehr viel Potenzial drin steckt, um Verbesserungen abzuleiten. Mhm. Jetzt hast du vorher gesagt, ihr habt ja einen guten Hardware-Simulator, Mhm. so und wie geht's denn dann weiter? Also, habt ihr dann auch irgendwo so, weiß nicht, Testturbinen, wo ihr das dann aufspielt, eure Software und mal schaut, wenn der Wind grad geht, dann oder wie sieht das aus? Ja, Stehen dann auch wirklich irgendwo 'n Windrad, das quasi nur 'n Testwindrad ist oder wie kann ich mir das ja, vorstellen? ja und nein. Ich sage mal so, es funktioniert so, wir haben verschiedene Simulatoren, ja. Wir haben nicht nur diesen, von dem ich jetzt sprach, wir haben auch noch ein paar andere Simulatoren für 'n bisschen mehr für Loads and Controls, für die Lastberechnung Berechnung und für was ein anderes, Department macht. Und dann haben wir auch sozusagen unser Hardware-in-the-Loop-System. Und unser Hardware-in-the-Loop-System ist, die komplette Steuerungshardware, die in sozusagen in dem oben in dem Häuschen in der Nacelle, sich befindet, ist sozusagen eins zu eins original nachgebaut im Keller, im Headquarter. Aber wir haben auch in unseren anderen R&D-Standorten welche davon. Ähm, auf denen wird sozusagen dann auch, jede Nacht, werden da Tests durchgeführt. Du kannst dir auch so 'n Ding mal buchen, wenn du willst und dann tagsüber mal selber deine Tests dadurch da drauf ausführen. Wir können natürlich uns, sehr viel auf Simulation verlassen, aber du weißt selber, wie's ist. Am Ende muss man natürlich auch mit der richtigen Hardware und dem richtigen System, verschiedene Sachen verifizieren nach wie vor, um natürlich auch Simulation zu verbessern und natürlich auch, am Ende speziell bei der, Safety-Software wirklich sicher zu sein, dass es funktioniert. Und dann haben wir in, in Dänemark gibt's 'n nationales Testcenter, was dem dänischen Staat gehört, wo er Land zur Verfügung stellt, wo, die großen Hersteller alle ihre Prototypen zu stehen haben. Das ist, öffentlich, begehbar. Dieses Gebiet steht auch 'n Museum über Windenergie. Kann ich jedem nur ans Herz legen, falls er mal in Dänemark in der Nähe ist, dort vorbeizufahren, in Österild. Und, dort stehen Turbinen von den großen Herstellern, von Vestas, von Siemens Gamesa und von, General Electric. Und auf diesen die werden dann nach und nach auch mal ausgetauscht, ne? Wenn's 'n neuen Prototyp gibt, dann nimmt man sich eine, äh, vom Platz und baut dort 'ne neue auf. Und, dort werden dann extrem viele Tests durchgeführt. Und das ist sozusagen der letzte, Schritt, den wir intern haben, weil du musst dir vorstellen, diese, Turbinen, die dort stehen in Österreich, die gehören den Herstellern, aber ansonsten besitzen wir keine Turbinen selber. Alle, Windturbinen sind Eigentum der Energiekonzerne, der großen Energiekonzerne, ja, Vattenfall und anderen. Die haben natürlich, EnBW, RWE und wer sonst nicht alles, denen gehören die Turbinen. Und was wir dann sozusagen machen, ist, wir wir haben mit verschiedenen Partnern verschiedene, Verträge, dass wir sozusagen auf ein paar ihrer, Kundenturbinen, 'n paar mehr Sachen durchführen können und dann sie dadurch natürlich Zugang zu neuerer Software schneller bekommen und wir natürlich für ihren Park 'n bisschen was optimieren,
dementsprechend und natürlich auch, Kompensation für potenzielle Energieausfälle. Mhm. Ah ja, okay. Also, das ist ja jetzt also echt auch ein krasser Prozess, ne, bis das dann wirklich auch irgendwo, released ist sozusagen. Ähm, wenn ihr also jetzt, wenn wir so wieder zurück ein bisschen in die Softwareentwicklung bei euch gehen, wie wenn du das erzählen kannst, wie sieht denn bei euch so, sagen wir, Test Case Management oder Testautomatisierung auf? Das heißt, das ist quasi klassisches habt ihr ein klassisches Tool dafür, wo die Dinge drinnen sind, oder ist das alles nur automatisiert, weil das ständig läuft? Wie ist denn so da die Struktur bei euch? Ich würde sagen, es ist, relativ, normal, ja? Also, die vorherrschende Sprache in der Industrie ist C++, was jetzt, glaube ich, nicht überraschend kommt. Und dann gibt's, verschiedene Frameworks, die natürlich, ähm, vielerlei, Industrien und jedermann kennt, aber es gibt eben auch sehr viele proprietäre, Frameworks und, eins davon ist unser Testautomatisierungsframework, was wir benutzen. Es ist ein proprietäres, intern entwickeltes Tool, was auch mit diesem Simulator zusammenspielt. Ähm, ist, jetzt nicht relativ komplex, ist relativ einfach zu verstehen, und ist mehr so 'n, XML-basiertes, Scripting, Geschichte. Und dann haben wir verschiedene Sachen auch natürlich in Google-Test und anderen Sachen, die wir benutzen intern. Ähm, also, da würde ich sagen, da sind wir relativ nah an, wie es auch in anderen Industrien, gemacht wird. Wir haben ganz normale, CI/CD-Pipeline, die Tests, executed und natürlich uns auch dann das Feedback zurückgibt. Und, ich glaube, da dieser ganze Aspekt, ist, glaube ich, relativ normal, würde ich sagen, bei uns, und nicht super speziell, abgesehen von diesen proprietären Frameworks, die natürlich, Legacy, sage ich mal, sind. Und du weißt selber, wie es ist, wenn du so einmal so ein Tool etabliert hast, ne, dann ist es relativ schwierig, wieder so da rauszukommen aus dieser Geschichte, wenn natürlich du eine hohe Abhängigkeit hast von diesen automatischen, Tests. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, also das ist, finde ich echt spannend, wenn jetzt du hast auch gesagt, so ja, also es sind natürlich jetzt viel funktionale Tests und auch du hast Richtung Safety gesprochen. Was sind denn sonst so typische Qualitätskriterien, die ihr noch im Test mit beachten müsst für eure habt ihr auch also Lasttests irgendwie in irgendeiner Form oder sowas oder Volumentests von Daten oder so? Ihr hängt ja quasi auch in Datennetzen, also was sind denn so Sachen, die ihr da testet? Also, wir haben natürlich, wie du selber sagst, abhängig von den Anforderungen verschiedene funktionale und, non-funktionale Tests, die natürlich, würde ich sagen, in normaler Hinsicht, by the book, sind. Und dann haben wir eben natürlich noch ganz verschiedene, Performance-Tests, Security-Tests, Safety-Tests, äh, zum Beispiel Überspannung, Hochspannung und, natürlich da gibt's viele Sachen, die extra beachtet werden müssen und getestet werden müssen. Das sind zum Beispiel Tests, die sehr viel auch in diesem Hardware in the Loop durchgeführt werden müssen, weil da reicht 'n Simulator nicht aus, um diese Sachen vernünftig, sage ich mal, zu beweisen, dass es funktioniert. Ja, das ist ja auch genauso wie mir hat mir damals einer gesagt bei Volvo, als ich mal das Glück hatte, den Testfloor zu besuchen: „In the end, someone needs to crash the Volvo." Ja, also natürlich man möchte natürlich nicht 100 Autos in die Wand fahren aber am Ende musst du mindestens ein Auto in die Wand fahren, um den Crashtest zu bestehen. Und hier ist es so 'n bisschen ähnlich, ne? Diesen Hochüberspannungstest, den kannst du nur bestehen, wenn du's wirklich bewiesen hast auf richtiger Hardware. Du kannst den nicht im Simulator beweisen. Möchtest natürlich aber auch, schon relativ sicher sein, dass du ihn bestehst, bevor du ihn überhaupt durchführst, natürlich in richtiger Hardware und dir viele Module zerschießt, wenn du da den ganzen, Hochspannungsstrom da reinspeist. Ansonsten ist es so, dass, die die Tests, die wir sonst so haben, momentan auch sehr stark getrieben sind von diesem ganzen Security-Aspekt. Ich glaube, in vielen Industrien ist es momentan so, dass der Cyber Act natürlich vielen zu schaffen macht und, manche Kunden haben jetzt sozusagen den ja schon vertraglich mit vorvereinbart. Also,
Der nächste Step vom Cyber Act, der geht ja erst in Kraft im Dezember 27, aber viele Kunden wollen natürlich, dass du jetzt schon konform bist, ne? Und dementsprechend ist das natürlich eine große Änderung für viele Firmen. Früher konntest du sagen: „Ja, ja, ich schirme mich ab mit Firewall und alles, was ich intern mache, ist egal.“ Aber so ist es ja nicht mehr. Du hast jetzt Defense in Depth und diesen ganzen Cyber Resilience Act, und da ist sehr viel Testaufwand, den wir extra implementiert haben und betreiben, um da eben dementsprechend konform zu sein. Auf der einen Seite um uns abzusichern, und der anderen Sache natürlich auch vertraglich konform zu sein und den Regularien zu entsprechen. Mhm, ja. Also, das ist gerade auch angesprochen, also, ich meine, da steht natürlich jetzt auch einiges gerade auf dem Zettel, was getestet werden muss, auch regulatorisch. Was siehst du denn, wenn du in die Zukunft schaust, was ist denn so ein großer Brocken, wo du denkst: „Puh, das wird uns als Branche oder auch als Unternehmen, da werden wir schon noch mal mit dem Test noch mal ein bisschen anders denken müssen oder irgendwie was neu machen müssen.“ Habt ihr da irgendwas so im Horizont? Ja, ich hatte es eingangs schon erwähnt, ne? Also, wie gesagt, die Vision ist in Richtung noch mehr Modularität, ja? Und ich würde sagen, wir sind relativ modular, aber nicht modular im Sinne von Lego, ja, oder Klemmbausteinen, muss man ja, glaube ich, sagen, sonst wird man Ja, verklagt. genau, bitte. So, und, Wobei, du bist in Dänemark, ne? Also, da darf ja, ja, man ja, auch ja. Lego sagen. Und dementsprechend, diese Anstrebung von noch mehr Modularität, die kommt mit der Herausforderung, dass diese Komplexität in Hinsicht, Varianz und Konfigurationsmöglichkeiten noch mal extra explodiert. Und, es geht darum, natürlich auch, Mechanismen zu implementieren, um diese Variantenvielfalt so ein bisschen zu reduzieren und der Herr zu werden. Und, da sehe ich sehr große Herausforderungen, weil ich nicht sehe, dass wir da momentan, schon komplett darauf vorbereitet sind und unsere Herangehensweise, ohne Weiteres darauf abgestimmt ist. Wir haben natürlich, Regressionstests und 'ne gewisse Abdeckung von in existierenden Varianz und Konfiguration. Aber mit dieser Modularität, die man anstrebt, ist es ein ganz anderes Level, und man muss da komplett drauf aufpassen, dass nicht diese, Explosion an verschiedenen Möglichkeiten, neue Probleme mit sich bringt, weil es einfach unmöglich ist, die vernünftig zu verifizieren. Und da muss man auch, glaube ich, noch mal 'n extra besseres Zusammenspiel haben mit dem Verkauf, mit dem Sales, weil es kann sein, dass die wieder irgendwas verkaufen, was nicht mit R&D abgestimmt ist, wie es auch in anderen Firmenindustrien ist. Und da ist es ganz wichtig, dass dieser, Sales-Konfigurator komplett drauf abgestimmt ist, was man intern, entwickelt, verkauft und auch verifiziert hat. Mhm. Ja, ich glaube, damit haben ja alle Produktteams zu tun, ne? Also, Marketing und Sales sind immer vorne, wenn es jetzt irgendwie Features zum Verkaufen gibt, und in der Entwicklungsabteilung kann man dann hinterherlaufen, dass man das auch irgendwie sicher und gut getestet auch umgesetzt bekommt, ja. Sehr schön. Eine Frage, die mir jetzt noch so eingefallen ist: Warst du denn schon mal da so oben in so einem Häuschen in so einer Windturbine da drinnen, in Ja, so einem Windrad? Ja? ja. Ich hatte das Glück, dadurch, dass ich ja, mit dem Test arbeite und 2 meiner Mitarbeiter sozusagen da fast wohnen, würde ich sagen. Die sind da ja fast, täglich draußen und testen da aktiv. Wir haben einen zweiten Prototyp von unserer neuen, 15 Megawatt Turbine in Dänemark hier in äh, in Thyborøn, und da war ich oben im Häuschen und habe mal 'n Test beigewohnt fürs, Power-Backup-System und, habe mir das alles noch mal ganz im Detail angucken können, und habe es mal, live miterlebt, wie sozusagen das alles dann da abläuft. Ist schon, imponierend, wie groß und wie mächtig diese, Bauwerke heutzutage sind. Ja, also das sind ja fast heutzutage Größe von 'nem Berliner Fernsehturm, so 'ne Windturbine in der Hinsicht. Ich glaube, jetzt gibt ja auch noch andere Hersteller, die mittlerweile noch größere Turbinen haben, an die 20 Megawatt, die in der Prototypphase sind. Und die sind ja dann tatsächlich schon an die 300 Meter Spannweite oder Höhe. Und das ist dann schon extrem, ähm, ja, auch 'n bisschen beängstigend, wenn man's sieht und da drin steht.
Und wenn so 'n Ding dann endlich mal läuft, also nicht nur im Idle-Mode ist oder gestoppt ist, dann das schwingt und wackelt ganz schön. Kann man sich so gar nicht erst mal vorstellen, aber die Vibrationen, die sind relativ stark. Natürlich die von dieser von den Klingen ausgehen. Und da ist natürlich auch viel das Material wird sehr strapaziert, sage ich mal. Und da ist natürlich auch ähm viel Forschung und viel, R&D, Kapital geht da auch rein, dass das Material auch dementsprechend haltbar ist, weil so 'ne Turbine ist darauf ausgelegt, mindestens 30 Jahre zu halten, ja. Und, so ist es dann, glaube ich, auch, wie man's den Kunden verkauft. Also, da ist dann 30 Jahre Garantie drauf, dass die dann funktioniert. Und wir haben welche im Feld, die sind über 30 Jahre aktiv und also, es ist möglich, aber mit den neuen Größen und Komplexitäten ist das natürlich noch mal 'ne neue, Herausforderung, 'n neues Level. Da haben wir es ja in der Softwarebranche ein bisschen einfacher. Da kann man einfach ein Update draufspielen und dann ist wieder gut, ne? Das ist natürlich bei der ganzen Hardware und beim Bauwerk jetzt nicht so easy, ne? Ganz genau, Software-Update ist auch natürlich 'n großes Thema, weil das natürlich in der Branche noch 'n bisschen neuer ist, ja. Also, wenn du dir vorstellst, auch damals in der Autoindustrie, ja, bei den ganzen Elektroautos also, heute ist es ja so, du kriegst es ja over the air. Du kriegst es ja automatisch wie beim Handy oder alles andere mehr. Aber damals hast du ja dein Auto, vielleicht mal in der Werkstatt wurde mal 'ne neue Software draufgespielt, aber du warst nicht Teil des Ganzen. Heutzutage wirst du ja benachrichtigt, willst du 'ne neue Software aufspielen und so weiter. Und natürlich ist es bei den, Windturbinen auch so heute, dass natürlich der Kunde auch erwartet, dass die Software aktualisiert wird und so schnell wie möglich und so oft wie möglich und over the air und weil wenn man da jedes Mal 'n Serviceteam rausschicken muss, dann wird's teuer. Und dementsprechend sind da natürlich auch neue Aufwände entstanden, die natürlich benach be berücksichtigt werden müssen, damit das Ganze, nahtlos funktioniert und du so wenig wie möglich Rollbacks oder Problemstellungen durch Updates hast. Ja. Ja, kann ich mir vorstellen. Noch einmal ein Faktor Komplexität, der da auch einfach mit reinkommt, ne? Das stimmt, ja. Ja, sehr schön, Florian. Vielen lieben Dank für diesen Einblick. Das nächste Mal machen wir die Folge dann live in so einem Kabaus da oben. Da klettern wir dann beide hoch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Also, möglich wäre es, Internet ist da oben. Ich glaube aber, die Geräuschkulisse, die möchte ich keinem zumuten. Ja, das stimmt. Da muss man dann mit Kopfhörern und mit Windpustel da arbeiten oder sowas. Na ja, also wir bleiben jetzt mal hier im Podcaststudio, da ist es auch okay. Ich danke dir sehr für deine Zeit und für deine Auskünfte und deine Einblicke in diese Branche und auch in das Testen und in die Softwareentwicklung. Da fand ich sehr spannend. Und ja, ich hoffe, dass wir uns bald Sehr mal gerne. in echt auch wiedersehen und, wünsche dir alles Gute und sage noch mal Danke. Gerne und, hoffe ich natürlich auch und alles Gute für dich, Richard. Und ich werde weiterhin aktiver Hörer bleiben deines Podcasts. Das ist ja auch der Hauptgrund, warum ich dich damals, proaktiv angesprochen habe, weil Ja. ich 'n auch ein großer Fan und Hörer deines Podcasts bin seit Tag eins. Das freut mich sehr zu hören. Das geht runter wie Öl. Super. Danke dir schön. Wünsche dir alles Gute. Mach's gut. Ciao. Ciao.